Die Welt ist im Sommer 2026 nicht einfach angespannt. Sie ist an mehreren Stellen gleichzeitig brennbar. Europa, Nahosten, Indopazifik, USA, alles hängt zusammen. Und genau deshalb stellt sich heute auch die entscheidende Frage, wie sieht die geopolitische Lage wirklich aus? Wir möchten nach unseren ersten Folgen, die wir produziert haben, nun auch einmal ein kleines Resümee ziehen und die gesamte geopolitische Lage einmal bewerten. Wir werden das nicht nur heute zum allerersten Mal tun, sondern möchten immer mal wieder uns gewisse Zeiträume dafür nehmen, um einmal über die gesamte geopolitische Lage zu sprechen. Mein Name ist Amadeus Quist. Ich bin Lehrkraft an der Hochschule Ruhr-West und moderiere in diesem Podcast die Diskussion unserer beiden Experten und begrüße damit zunächst einmal Werner Halver. Vielen Dank, Werner Halver, wie gerade schon genannt, Professor für internationale Wirtschaft, Weltwirtschaftsgeografie und Wirtschaftspolitik, auch an der Hochschule Ruhr-West, aber auch hier außer Dienst. Und gebe gleich weiter an unseren weiteren Experten, Sebastian van Brevoort. Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin Sebastian van Brevoort, Stabsoffizier beim Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr, hier aber nicht in dienstlicher Funktion. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt in den letzten Folgen uns ganz unterschiedliche Weltregionen und Länder angesehen. Wir haben angefangen mit dem Iran, sind dann in den Indopazifik gegangen und haben pünktlich zum 250. Jubiläum der Vereinigten Staaten auch mal über die Situation der USA gesprochen. Und was mich daran auch immer interessiert, weil es auch sehr metaphorisch dafür steht, wie es jetzt gerade geopolitisch aussieht. Wir sprechen teilweise häufig ja, vom Ende der Ordnung hin zur Ordnung durch Blöcke. Das Interessante, was ich finde, ist ja, dass wir in dieser multipolaren Ordnung leben und vielleicht auch diese Unipolarität verschwunden ist. Wie seht ihr das im Wesentlichen? Ja, das haben wir in der letzten Folge auch so versucht, ein bisschen zu veranschaulichen. Und ich denke, ja, das lässt sich immer besser beobachten. Es werden halt eher einfach irgendwelche Beziehungen zu Staaten aufgebaut oder Interessen gebündelt, die dann allerdings in der nächsten Lage vielleicht wieder ganz anders dastehen. Also man kann da nicht von stabilen Beziehungen dann sprechen, sondern halt einfach so mitunter Zweckverbindungen. Ja, und da denke ich, in diese Richtung geht das ja. Und das ist eine ganz andere Form der Ordnungspolitik, in der wir uns da wiederfinden. Und es ist allerdings alles im Fluss. Und ich denke, das wird sich jetzt halt auch in den nächsten Jahren wird das interessant sein zu beobachten, wie sich da diese Machtgefüge hin verschieben. Aber kann man das eigentlich irgendwo an einem zeitlichen Kann man das zeitlich festmachen, wann das so gekippt ist? Also ich bin da immer hin und her gerissen, da so eine klare Trennlinie zu finden. Viele sagen ja, na gut, das ist der große Umsturz damals, der Ostblock zerfällt, das alte System geht kaputt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht doch eher ein schleichender Prozess ist, der vielleicht schon früher angefangen hat als die großen Transformationsprozesse. Ich habe heute Morgen gesehen, dass ein früherer amerikanischer Präsident, Bush Junior, jetzt 80 geworden ist, und der Kommentator schrieb in der FAZ dazu, naja, letztendlich sind da schon viele Entwicklungen angelegt gewesen, die jetzt zu Trump hingeführt haben. Und deswegen ist halt die Frage, wo fängt das eigentlich an? Weg von dieser Unipolarität hin zu einer viel ausdifferenzierteren Weltpolitik. Hat da einer von euch eine Antwort drauf? Also ich würde das auf jeden Fall auch so sehen, wie du es gerade gesagt hast, dass es so ein schleichender Prozess ist und hinter, hinter dieser schleichenden Transformation steht vor allem meiner Meinung nach eigentlich der Aufstieg der Volksrepublik China. Also bei dieser Weltordnung, wenn man sie als unipolar bezeichnen könnte, haben wir wirklich eigentlich eher so diesen kurzen unipolaren Moment. Wenn man das mit mehreren größeren Zeiträumen zusammenfasst, sprechen wir da eigentlich, finde ich, meiner Meinung nach von 10, 20 Jahren, in denen quasi die Vereinigten Staaten diesen unipolaren Moment hatten. Und während dieser 10, 20 Jahre kam eben schleichend dieser Aufstieg dieser multipolaren Weltordnung, in der wir uns heute wiederfinden, eben mit diesem ökonomischen Aufstieg der Volksrepublik China, die sich da auch behauptet. Eingehe, aber ja, China sicherlich, glaube ich, starker Einfluss hören wir jeden Tag, und es wird auch vielleicht noch mehr werden. Aber was mich so ein bisschen stört,
machen wir es uns vielleicht damit ein bisschen zu einfach. Wir haben ja zwischendurch auch die Entwicklung der anderen BRIC-Staaten gehabt, also der Emerging Markets Länder, die stark aufgestiegen sind. Sogar Russland gehörte mal dazu, Indien, Brasilien. Also, was hat sich getan auf der Welt, dass das Ganze doch irgendwie anders wird? Mit China könnte man ja sagen, na gut, es ist ein dritter Player dazu gekommen, aber es werden, glaube ich, noch mehr Player werden. Was ich halt ganz, wichtig finde, und ich meine, das ist ja auch recht offensichtlich, ist, dass Donald Trump diese Entwicklung hat er ist nicht ursächlich dafür, er hat's aber beschleunigt. Also, das denke ich, ist, Mhm. recht offensichtlich so. Und da, dieser, dieses Handeln einfach nur aus reinem Eigeninteresse, dieses transaktionale Verständnis von internationalen Beziehungen, so das halt, wird ja jetzt in 'ner ganz anderen Form hier an den Tag gelegt. Und ich denke, da lässt sich das beschleunigt das lediglich. Also, diese Tendenzen waren halt vorher schon vorhanden. Allerdings nimmt es jetzt halt damit halt immer ganz neue Formen an, sodass man halt, ja, weil, eigentlich sich der Beziehung zu den USA kann man sich ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr sicher sein. Und ich denke, das ist halt so, wenn dieser Block immer noch so stehen würde, so dieses, okay, die USA stehen als Ordnungsmacht da und alle wohlgesonnenen Staaten können sich dem anschließen, so dann wäre das immer noch ein Machtblock, der existieren würde. Allerdings sind die Europäer ja dazu gezwungen, mehr oder weniger, sich halt eben davon loszukoppeln und unabhängiger zu machen. Und ich denke, das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Prozess. Mhm. Ja, ich will es vielleicht noch mal so ein bisschen gesamtwirtschaftlich einordnen. Also, wir sind ja nicht nur in einer geopolitisch schwierigen Situation, wir sind ja auch wirtschaftlich in einer, sehr unsicheren Zeit, nicht? Also, in einer Welt mit mehr Protektion wieder, in einer Welt, wo wir den anderen teilweise bewusst schädigen wollen für sein früheres wirtschaftliches Verhalten. Also, das, was so den Neomerkantilismus ausmacht, in einer Welt, wo die Staaten strategische Industriepolitik betreiben, weil sie meinen zu wissen, welche sind die richtigen Industrien der Zukunft. Das hat bisher im Ergebnis eigentlich nur dazu gebracht, dass wir höhere Schulden haben, weltweit. Ich habe eben mal geguckt, ich glaube, über 13 Billionen US-Dollar liegt die Verschuldung der USA. Das entspricht ungefähr so 126, 127% des BIPs der USA. Wenn die zum Euro beitreten wollten, dürften sie maximal 60% haben. Aber das ist auch das Wirtschaftswachstum weltweit. Es ist halt doch deutlich weniger geworden. Die Entwicklungsländer stehen meistens nicht besonders gut da. Die Volksrepublik China bräuchte eigentlich viel mehr Wachstum, um die inneren Probleme lösen zu können, die sie haben. Das ist viel zu wenig, auch wenn wir da so die genauen Werte gar nicht kennen. Also selbst wenn die Partei sagt, wir wollen so und so viel Prozent haben, ist das natürlich weit, weit entfernt von dem, was eine Volkswirtschaft braucht, um aufsteigen zu können. Also da gehen wir eigentlich so von 10, 12% aus für einen langen Zeitraum. Das funktioniert alles nicht. Es ist halt auch vom Ergebnis der Weltwirtschaft nicht so, dass sich die Politik, die heute gefahren wird, ökonomisch halt durchgesetzt hätte im Sinne, das war erfolgreich. Ganz im Gegenteil, das wundert mich so. Aber was würdest du denn sagen? Also, wir bewegen uns ja jetzt da in den internationalen Beziehungen dann irgendwie in so eine Richtung, wo man sagt, ja, Macht des Stärkeren ist schon ausschlaggebend. Kann Deutschland dann halt diese Geopolitik? Sind wir dazu in der Lage, uns wenn die anderen in diesen Spielregeln spielen, da mitzuspielen und erfolgreich zu sein? Ja, das ist immer die Frage aus meiner Sicht, wie groß ist die Mehrheit in einem Land für etwas? Wir sind ja in Deutschland in einer ähnlichen Situation wie in vielen anderen Industrieländern auch. Die Gesellschaft ist tief gespalten. Wir haben es jetzt gerade am Wochenende gesehen, auch wieder in den USA, zu den Feierlichkeiten 250 Jahre Unabhängigkeit. Das ist kein geeintes Land. Ich glaube, das letzte Mal, dass man von einem geeinten Land sprechen konnte, da war der Anschlag auf die Twin Towers. Aber das gilt für alle Industrieländer, wenn wir uns das ansehen. Die Gesellschaften differenzieren sich immer weiter aus. Und deswegen ist die Frage, wenn wir sagen, schaffen wir das, uns neu zu positionieren, finden wir Mehrheiten dafür? Oder haben wir, so wie in Deutschland, eine bestimmte Gruppe von Leuten, die gar nicht so klein ist, die sagt, das ist vielleicht besser, wenn wir uns doch nach Osteuropa orientieren. Das ist nicht schön mit Herrschaft des Russen gewesen, aber irgendwie können wir damit leben. Und die anderen, die eben sich
positionieren. Es muss wieder viel stärker auf USA zugegangen werden. Und die dritte Gruppe, und das ist die, die, glaube ich, entscheidend ist, um an deine Frage zu beantworten, wie weit sind wir bereit, eine europäische Integration wirklich voranzutreiben? Also wir sind ja immer noch so in einer Situation, dass die Staaten vor sich hinwursteln. Schaffen es ja nicht, eine wirklich gemeinsame Außenpolitik zu formulieren, Verteidigungspolitik schon gar nicht. Und meine Antwort wäre, Stand heute, wir schaffen das so nicht, weil eben weil vielleicht haben wir noch nicht genug Druck, kann ja noch kommen, aber wir haben irgendwie nicht so den gemeinsamen europäischen Sinn, dass wir das in dem Sinne wirklich nach vorne treiben wollen. Und da habe ich so ein bisschen Sorge für die nächsten Monate auch, ob es uns gelingt, da eine vernünftige Antwort zu finden auf die Herausforderung. Ja, stimme ich dir zu. Besonders optimistisch bin ich jetzt, Stand heute auch nicht. Aber ich glaube, Europa und Deutschland bleibt da gar nichts anderes übrig. Also das ist der einzige Weg, den wir gehen können und der erfolgsversprechend ist, so, weil alle anderen Optionen so halte ich für nicht sehr aussichtsreich. Und deswegen denke ich ja, müssen wir diesen Weg gehen. Nur die Frage ist, sind wir dazu in der Lage und schaffen wir es zeitlich überhaupt noch? Weil ich meine, so der Handlungsdruck war ja noch nie so groß wie heute. Ja, müsste man meinen, nicht? Also wenn ich jetzt mal auf ein Thema noch komme, was wir ja schon besprochen haben, ausführlich, die Situation am Persischen Golf, da müsste man ja meinen, aufgrund dessen, dass wir in Europa ja schon betroffen sind mit deutlich höheren Preisen, Benzinpreisen, jetzt sind ja auch die Rabatte wieder ausgelaufen in Deutschland und die Leute merken jetzt das Problem, was aus dieser Krisenregion zu uns kommt, wieder deutlich. Wir sind sicherlich nicht sicherer geworden dadurch, dass ja letztendlich der Ausgang des Krieges ist ja noch nicht wirklich beendet, aber so wie es aussieht, dort hat ja eher dazu geführt, dass die Situation sich nicht verbessert hat gegenüber der Situation vor dem Krieg. Die Iraner haben nach wie vor Atomwaffen, die Iraner sind in einer starken Handlungsposition. Also eines Größten, wo ich sagen würde, jetzt müsste sich Europa eigentlich mal zusammenraufen, eine eigene Position da spielen, aber wir sehen es nicht. Punktuell kommen die Briten und die Franzosen mal und sagen, wir sind auch noch da, aber es ist keine europäische Position in diesem Konflikt auch am Persischen Golf zu erkennen. Und vielleicht kommt die Bundesmarine irgendwann mal vorbei mit einem Minensucher, aber soweit ich weiß, haben die Iraner jetzt auch gesagt, das wollen wir gar nicht. Also da haben wir dann auch nichts, wo wir sagen, wir machen das aber. Ja, wir sind in unserem ureigenen Interesse, wollen wir eine solche Aktion mal durchziehen und versuchen auch ein politisches Gewicht da in die Waagschale zu werfen. Das passiert nicht. Und deswegen allein schon an diesem Konflikt, den wir da mal beleuchtet haben, ähm, scheint Europa auch halt zu zeigen, wie uneinig es ist. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings glaube ich, also, dass ein Weniger an Europa und ein Mehr an Nationalstaaten nicht die Antwort ist, sondern ganz im Gegenteil ein Mehr an Europa und eine tiefere Integration. Dass das ein sehr beschwerlicher Weg ist, so dessen bin ich mir völlig bewusst. Und die Frage ist, ob wir in diesem Prozess überhaupt in absehbarer Zeit überhaupt wirklich absolvieren können, weil die Zeit drängt. Ja, ich denke, das wird im Wesentlichen auch stark davon abhängen, was beispielsweise bei den Wahlen in Frankreich passiert. Das wird auch wahrscheinlich sehr stark auch davon abhängen, wie beispielsweise auch Polen sich weiterentwickeln wird politisch, Mhm. weil das eben so gewisse Fliehkräfte sind, die auch so diese europäische Einigkeit so ein bisschen sehr, sehr stark herausfordern. Wir haben ja grundlegend überhaupt in der Europäischen Union eben diese strukturelle Herausforderung, dass wir es mit Volkswirtschaften zu tun haben, die alle vollkommen unterschiedlich wirtschaftlich entwickelt sind. Da gibt es Länder, die vereinfacht gesagt mehr Hilfe brauchen, um quasi infrastrukturell sich weiterzuentwickeln und auf ein gewisses gleiches Niveau gehoben zu werden. Also Stichwort diese Konvergenzkriterien. Dann sehen wir aber eben politisch immer wieder diese Fliehkräfte, dass es diese Länder gibt, wo wir immer davon ausgehen müssen, dass die sich weiter abnabeln wollen von der Europäischen Union. Und das ist aus meiner Sicht so ein gewisses Grundproblem, was das Was Ganze auch was einfach aber auch nicht erschwert. neu ist, Amadeus, ne? Weil ich erinnere mich an die Zeit Anfang 2000, ne? Der Außenminister hieß Joschka Fischer und man hat von allen vielleicht erwartet, dass sie sowas sagen, aber ganz nicht sicher nicht von ihm, der auf einmal sich hinstellte und sagte, wir brauchen ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil er sah, das funktioniert nicht, dass da Länder, die schon relativ weit wirtschaftlich sind, sich integrieren und gleichzeitig die damals noch sehr schwachen osteuropäischen Länder aufnehmen. Ähm, Ich glaube, die Erkenntnis
ist in Europa schon sehr lange vorhanden. Aber nicht, also Sebastian hat es gerade auch angesprochen, der Weg ist das Entscheidende. Wie komme ich dahin? Das Ja. ist für mich so die große Frage. Ich glaube, das, was Amadeus gerade angesprochen hat, so, das sollte man wirklich nochmal unterstreichen. Und zwar die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Also es kann sich nämlich herausstellen, so, dass Europa wirklich ein historisches Fenster verpasst hat während der Präsidentschaft von Macron, wo der war, ist ja sehr proeuropäisch und so und hat dann, aber trotzdem ist es dann in dieser Zeit nicht gelungen, vielleicht im Gleichschritt mit Deutschland da die Integration der Europäischen Union weiter voranzutreiben. Und das ist, daran muss man dann gar nicht mehr denken, wenn dann irgendwie eine rechtsnationale Regierung in Frankreich dann die Macht übernehmen sollte. Dann wäre dieses Zeitfenster nun vollends geschlossen. Und dann müsste man dann halt auch für eben diesen erhofften Weg, den ich vorher skizziert habe, so für den wird es dann sehr, sehr schlecht aussehen. Ja, das müssen wir uns noch mal in 'ner separaten Folge ansehen. Verhältnis Frankreich-Deutschland. Man natürlich auch mehr erwartet nach dem Brexit, dass da einer von beiden die Führungsrolle übernimmt. Das ist aber in der Form nicht passiert. Blockieren sich eigentlich gegenseitig, ist eher so die Diagnose. Ne? Aber ich will vielleicht noch mal zurückkommen auf das eine Thema, was ich eben schon noch mal wiederholt habe, nämlich mit dem Persischen Golf. Wir haben ja als Ergebnis dieser Geschichte ein großes neues Risiko, das wir damals in der Folge auch mal so angedeutet haben, dass es entstehen könnte. Heute las ich in den Medien, dass also der Iran durchaus in Erwägung zieht, zukünftig eben Maut zu erheben. Das ist ja durchaus auch die Amerikaner haben noch ein gewisses Interesse dafür bekundet, aber sehr selektiv. Also es gibt dann gute Staaten, denen erlässt man die Durchfahrt der Straße von Hormuz, die Kosten, den Maut, die dafür entstehen würde. Und anderen, vielleicht den Ländern Europas, die müssen zahlen. Also wir sind jetzt an der Stelle, wo eigentlich die gesamte ökonomische Situation, die sich dort halt auch gezeigt hat, wie schwach Europa ist, die wird jetzt noch verstärkt. Es wird alles teurer werden. Die Welt wird nach diesem Krieg noch unsicherer sein. Und da ist die Situation im Israel noch gar nicht genannt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Israel hat ja seine Kriegsziele auch nicht erreicht. Nicht? Israel hat ja ein Interesse, dass sie halt nicht bedroht werden mit Atomwaffen und mit anderen Raketen. Nichts ist passiert. Die Regierung Netanyahu stellt sich jetzt zur Wiederwahl. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Menschen dort quasi den Aufbruch nach was Neuem, für was Neues wählen werden oder ob sie sagen, na ja, Kriegsziele nicht erreicht, aber irgendwie hat er uns dann doch davor bewahrt, dass es zum größeren Konflikt mit dem Iran gekommen ist. Also da sind eben viele Unbekannte in der Region auch im Spiel, die letztendlich auch alle Europa immer betreffen. Ja, wenn wir schon so bei dem Blick waren jetzt auf den außereuropäischen Raum und natürlich interessiert uns als Europäer, Deutsche speziell, was da passiert, klar. Aber wir haben ja auch den Blick geworfen nach Südostasien und das klingt immer geografisch weit weg. Aber bekanntlicherweise ist das ja trotzdem ein geopolitischer Hotspot. Was würdet ihr denn sagen, was tut sich denn da so? Man kriegt jetzt keine spektakulären Mitteilungen zu hören, die Chinesen bereiten den unmittelbaren Einsatz vor zur Einnahme von Taiwan oder es werden jetzt noch mehr Inseln im südchinesischen Meer künstlich aufgeschüttet. Also ist das nur aus den Medien raus oder passiert wirklich wenig oder wie sieht die Situation jetzt im Sommer aus? Ja, also ich glaube, viel passiert unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle, weil da einfach der mediale Fokus nicht in diese Richtung geht. Trotzdem sind halt diese Probleme, die du angesprochen hast mit den künstlichen Inseln und diesen Territorialstreitigkeiten sind ungelöst und eigentlich ist das permanent so ein bisschen in gewisser Weise am Köcheln. Und auch China lässt auch militärisch da weiter die Muskeln spielen, in denen sie dann halt durch Militärmanöver und so weiter. Also da hat sich eigentlich nicht viel dran geändert. So jetzt eine interessante Entwicklung ist ja, dass die USA ihr Indo-Pacific Command umgenannt haben in das Pacific Command. Aber das könnte man meinen, ist ja in Zeiten, in denen die auch das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenennen, darf man solchen Dingen vielleicht dann nicht immer zu viel Bedeutung beimessen. Aber trotzdem, also Indien hat das schon aufgeschreckt, weil Indien plötzlich das Gefühl hatte, oh, sind wir gar nicht mehr Teil der
der Fokusregion sozusagen, werden die USA uns jetzt weniger unterstützen. China hat das einfach mal so interpretiert, dass die USA da vielleicht etwas kooperativer auftreten wollen in Zukunft. Also ich glaube, das kann auch Wunschdenken bleiben. Aber grundsätzlich hat sich eigentlich an diesem bestehenden Problem da in der Region nichts geändert. Allerdings, so glaube ich, ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es da zum militärischen Konflikt kommt, nicht so groß ist. Ich meine, Bernhard, du hast das in der Folge auch gut angesprochen. Du hast gesagt, ja, China übt halt auch dann auf andere Arten und Weisen Druck aus, unter anderem auch wirtschaftlicherweise. Und ich glaube, das wird dann halt, werden wir eventuell dann halt auch im Fall von Taiwan immer mehr sehen, so dass so halt immer mehr eine Annäherung irgendwo stattfinden muss. Und dass das dann halt ganz langfristig betrachtet China dann aber trotzdem den eigentlichen Ziel nimmt, ja, der Wiedervereinigung nennen die das ja nicht, aber dieser Ein-China-Politik dann halt gerecht wird. Aber ich habe Donald Trump war ja vor gar nicht allzu langer Zeit zum Staatsbesuch in China und hat Xi Jinping dort getroffen. Und ich hatte so den Eindruck gehabt, seitdem ist für die Amerikaner der Konflikt mit den Chinesen ein bisschen nach hinten gerückt. Ja, also Trump hat ja da auch ein paar, sagen wir mal, für uns schwer verständliche, schwer nachvollziehbare Andeutungen gemacht, die in die Richtung gingen, na ja, vielleicht dürfen wir jetzt Taiwan gar nicht so sehr militärisch unterstützen. Vielleicht ist das alles irgendwie auch im ureigenes Interesse, nicht nur von China, sondern auch von uns, dass dort die Konflikte unter sich ausgetragen werden. Also ich finde, die Amerikaner haben eine sehr zwiespältige Pazifikpolitik, die sie im Moment betreiben. Absolut. Nee, das war ein verstörendes Interview, das er da gegeben hat. Da hat er gesagt, ja, China und Taiwan sind nur wenige Kilometer entfernt und wir sind ein paar tausend Kilometer entfernt. Was sollen wir denn da machen? Sozusagen. Also, dass sich Taiwan dadurch nicht gestärkt sieht, kann ich gut nachvollziehen. Und weil es ist ja immer die Frage, wie reagieren die USA im Falle einer Eskalation? Und das ist ja so quasi Ausschlag. Und ja, und diese Berechenbarkeit der USA ist, haben wir ja auch schon in den vergangenen Folgen angesprochen, hat immer mehr abgenommen. Matthäus, du bist ja so ein bisschen, ja, du bist ja unser Amerika-Spezialist hier in der Runde. Was denn dein Eindruck, was sich da so gerade tut in den USA, unabhängig von einem Unabhängigkeitstag, so an Entwicklungen? Innenpolitisch oder außenpolitisch? Ja, fangen wir mal erst mit der Innenpolitik an. Naja, innenpolitisch ist natürlich immer noch diese Situation da, dass wir grundsätzlich von einem stark gespaltenen Land sprechen müssen. Das ist natürlich keine sehr, sehr neue Erkenntnis, aber ich finde, es ist einfach auch durch die Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum auch einfach nochmal deutlich sichtbarer geworden. Wobei ich das Gefühl habe persönlich, dass die Leute immer mehr ein gewisses Bewusstsein dafür haben, dass die aktuellen Baustellen, die die amerikanische Regierung außenpolitisch aufreißt, kaum die Alltagsprobleme der Leute lösen. Also auch in den USA haben die Leute eben dieselben Probleme, wie wir sie haben, mit hohen Spritpreisen, hoher Inflation. Die ideologischen Diskussionen, was quasi in Schulbüchern gelesen werden darf und eben nicht, die lösen aber solche Probleme nicht. Und gleichermaßen hat man es durch den Krieg im Iran auch nicht geschafft, eben die Alltagsprobleme, die der Durchschnittsamerikaner hat, zu lösen. Also wenn ich mich mit Freunden in den USA unterhalte, dann wird immer relativ schnell klar, dass gewisse politische Probleme in der Gesellschaft erst dann so ein Interesse finden, wenn man guckt, okay, was kostet mich der Einkauf und was kostet mich das Tanken an der Tankstelle? Und das ist innenpolitisch zunächst einmal, muss man wirklich sagen, das Problem, was eigentlich die Leute dort eher im Alltag interessiert, die aber die Regierung eben nicht lösen konnte, sondern eigentlich nur noch mehr verschärft hat. Aber wie löst man sowas? Also ich kenne das noch aus der Amtszeit von Bill Clinton. Da hieß es dann einfach, du musst das ökonomische Problem in den Griff kriegen und dann kannst du letztendlich das Wahlvolk mitnehmen. Wir haben ja jetzt beides. Wir haben eine ökonomische Schwäche, die man nicht so richtig gelöst bekommt, was ja durch die Zollpolitik langfristig sogar noch verschlimmert wird, zumindest wenn die Lehrbücher stimmen. Alle Erfahrungen zeigen, dass das eben eher zu Problemen führt. Wir haben jetzt auch noch 4,2% Inflation. Gut, wir haben neuen Präsidenten der Zentralbank, der Federal Reserve Bank. Aber wir haben aus meiner Sicht nur eine Chance im Moment in Amerika, dass sich etwas zum Guten bessert, ist eigentlich eine wirtschaftliche Entwicklung. Und das glaube ich nicht, dass das mit dieser Regierung wirklich durchschlagen wird, weil da einfach die Rahmenbedingungen so schlecht gesetzt sind.
dass da nicht so viel zu erwarten ist. Und am Ende kann man es natürlich auf die Chinesen schieben, ne, dass die schuld sind. Und wenn das nicht mehr klappt, auf die Deutschen oder zumindest auf die Europäer. Aber man bleibt, wie du richtig sagst, irgendwie stehen. Und ich sehe da nicht so im Moment die große Möglichkeit wegzukommen von dieser Position des Stillstandes, auch innenpolitisch in den USA. Vielleicht ändert sich natürlich was zu den Wahlen hin, das dürfen wir ja nicht vergessen. Vieles hier in der Innenpolitik in den USA ist jetzt auch schon auf die Midterms gerichtet im November. Aber ich bin sehr gespannt, wie das da in nächster Zeit laufen wird. Die Sache ist natürlich auch, das haben wir nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Teilen der Welt, dass mittlerweile ja Industriepolitik auch stark verknüpft ist eben mit Sicherheitspolitik. Also Ja. dieses De-Risking, Nearshoring, Friendshoring, wie auch immer man es nennen kann, das ist natürlich auch in den USA sehr präsent. Nicht nur seit der letzten Amtszeit jetzt von Donald Trump, sondern auch schon unter Joe Biden. Also immer der Versuch, quasi viel Geld zu investieren, damit eben die kritischen Produkte und Materialien, wie vor allem Prozessoren und Halbleiter, auch in den USA gefertigt werden. Man macht da zwar so einen gewissen Schritt vorwärts, aber macht natürlich auch wieder einen großen Schritt rückwärts, wenn man mit so einer erratischen Handels- und Migrationspolitik eben auch diejenigen Leute nicht ins Land bekommt, die eigentlich dort die Manpower für so etwas auch bringen können, weil das sind bei weitem natürlich nicht nur die Amerikaner im Silicon Valley, sondern das ist auch dort die Verbindung in die Welt mit vielen Fachkräften, die beispielsweise eben auch aus China oder aus Indien beispielsweise stammen. Und da dreht man sich dann quasi im Kreis und kommt eben, wie du schon richtig sagst, Werner, nicht vom Fleck. Aber ist das auch militärisch ein Thema? Weil es hat mich schon sehr gewundert, dass nach den anfänglichen Erfolgen der Amerikaner am Persischen Golf dann doch relativ schnell klar wurde, man kann den Iran nicht bezwingen. Ist das eine systematische Schwäche des Militärs in den USA, die jetzt sichtbar wird, oder ist das einfach nur der Region geschuldet, dass man letztendlich in dieser Region von 2 Flugzeugträgern und einigen Stützpunkten aus letztendlich doch nicht so einen Krieg führen kann? Sebastian, kannst du das einschätzen? Ja, also in unserer Iran-Folge haben wir ja auch die Geografie des Landes nochmal betrachtet. Mhm. Und eigentlich so beantwortet das dann auch schon fast die Frage, so, weil wenn die Geografie des Landes eine andere gewesen wäre, hätte der Krieg sicherlich auch einen anderen Verlauf nehmen können. Aber mit den Rahmenbedingungen, wie er jetzt ist und die Art und Weise, wie der Iran sich verteidigt, eben mit dieser sehr dezentralen Struktur, und deswegen ist es dann halt einfach sehr, sehr schwierig, diesen Feind dann oder diesen Gegner dann so zu besiegen mit auf der Art und Weise. Und die USA, das kann man ihnen ja nicht unterstellen, die haben ja doch schon eine gewaltige Feuerkraft dann aufgeboten in der Zeit, in der der Krieg wirklich heiß war. Aber diese Erfahrung hat man doch schon in Afghanistan gesammelt. Hat man ja auch gesagt, die Geografie lässt das quasi gar nicht zu, dass ich das Land letztendlich besiegen kann im Sinne von Regime Change. Ja, macht man immer wieder die gleichen Fehler? Ist das dem Militär auch egal Ja, oder haben also die einfach ja keine gut. Stimme? Na gut, ich meine, das Militär im Endeffekt so, ich glaube schon, dass da die Analysten sich deren Herausforderungen da und die Entscheidungsträger den Herausforderungen bewusst waren. Allerdings, wenn dann halt auf politischer Ebene diese Entscheidung getroffen wird, so, dann haben die sich dem halt auch zu beugen. Da gilt das Primat der Politik. Die Entscheidung ging ja auch komplett am Kongress vorbei, das muss man ja auch sagen. Also wirklich Ja, legitimiert war ja dieser Krieg auch nicht. genau, und es liegt in der Natur des Militärs, dass da dann halt eigentlich in der Regel dann auch kein aktiver Militär sich dann öffentlich dagegen stellen würde. Nee. Wenn das jemand machen würde, dann wäre sein Amt halt auch recht schnell dann wieder los. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das dann halt in internen Besprechungen und in den Analysen im Vorfeld durchaus stattgefunden hat. Das Ergebnis, das sehen wir ja, hat ja kein Erfolg gezeitigt. Also es bleibt schwierig. Wir sind damit auch am Ende unserer ersten Diskussion zur gesamten geopolitischen Lage und zu den letzten Themen, die wir betrachtet haben, angekommen. Wir hoffen, die Diskussion ist für euch interessant gewesen. Wir freuen uns über Kommentare, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.